Amen. What we've been discussing in the last few presentations Also, was wir in den letzten Präsentationen bisher studiert hatten, were some examples of how parable teaching works. waren einige Beispiele, wie das Lehren in Gleichnissen funktioniert. We went to some verses that we're all familiar with. Wir sind zu einigen Versen gegangen, mit denen wir alle vertraut sind. Daniel 11, verse 40 to 42. Und zwar die Verse Daniel 11, Verse 40 bis 42. And what we noticed Und was wir dort festgestellt haben, is that we can use this principle of compare and contrast, war, dass wir dieses Prinzip des Vergleichens und des Gegenüberstellens, juxtapositioning, auch genannt diese Gegenüberstellung, essentially parables, was eigentlich Gleichnisse sind. to take two entities, Und wenn wir das tun, dann nehmen wir also zwei Objekte, zwei Dinge. the kingdom of the south and the kingdom of the glorious land, Und die mögen beispielsweise der König des Südens und der König des herrlichen Landes sein. and see how they are similar and yet different. Und dann schauen wir uns an, welche Gemeinsamkeiten sie haben und welche Unterschiede sie haben. They will experience the same difficulties, Sie erleben oder man erkennt, sie erleben die gleichen schwierigen Situationen, destruction by the king of the north, indem sie nämlich zerstört werden durch den König des Nordens. but they're completely different entities, different nations. Aber trotzdem sind sie komplett unterschiedliche Dinge. Sie sind unterschiedliche Nationen. And what we could see Und was wir dadurch erkennen konnten, was that in verse 40, when the king of the north would overflow the king of the south, war, dass als in Vers 40 der König des Nordens den König des Südens überflutete, that when he entered into the glorious land, many would be overthrown. dann haben wir in Vers 41 gesehen, dass dieser König des Nordens viele unterwerfen wird. And I'm saying there's missing information in both verses. Und ich sage nun, dass es hier eine gewisse Information gibt, die in beiden Versen fehlt. And that it's not mere logic to add information. Und es ist jetzt hier nicht einfach nur Logik, um diese fehlende Information hineinzufügen, We're required to do that to understand the verses properly. sondern es wird von uns sogar verlangt, es ist vonnöten, um den Vers richtig zu verstehen, dass wir diese Information hinzufügen. In fact, if you don't put this extra information in, you're failing in your duty. Wenn wir diese Information nicht hinzufügen, dann kommen wir unserer Pflicht sozusagen nicht nach. So we looked at 40 to 41. Also wir haben uns die Verse 40 und 41 angeschaut. We didn't spend much time looking between 41 and 42. Wir haben uns noch nicht so sehr damit beschäftigt, uns die Beziehung zwischen 41 und 42 anzuschauen. We could have done it, and we could have made, we could have come to some interesting conclusions. I'm sure of that. Wir könnten das tun und ich bin mir auch sicher, dass wir zu einigen interessanten Schlussfolgerungen kommen würden. And if we can say that verse 40, Und wenn wir sagen könnten, dass Vers 40 I'll say it this way, is verse 41. gleich steht mit Vers 41 And if we can say verse 41 is verse 42, und wenn wir die Gleichung erweitern, dass 41 gleich 42 ist, then we can say that verse 40 is verse 42. dann können wir den Schluss daraus ziehen, dass 40 gleich 42 ist. But as soon as you do this, Aber wenn wir das dann tun, you can see that you're developing a structure which we call a chiasm or a mirror. dann werden wir feststellen, dass wir eben hier eine Struktur eines Chiasmus oder eines Spiegels hergestellt haben. So you could see this from juxtapositioning, Das können wir von dem Standpunkt des Vergleichs und Gegenüberstellens sehen. but as we saw, Aber wie wir gesehen haben, the connecting link or word between 40 and 41 ist das Bindeglied oder das Wort, das als Bindeglied fungiert zwischen 40 und 41. which was what? Welches war dieses Wort? Also. Es war das Wort auch.
we could also then go to see a connecting link between 41 and 42, and that was what? Und somit müssten wir auch ein Verbindungswort zwischen 41 und 42 sehen. Und welches war das? First fruit. Es war die Erstlingsfrucht. Now, if I can remember this, you can remember. Also wenn ich mich daran erinnere, dann werdet ihr euch auch daran erinnern können. Because I've got many responsibilities while I'm here, meetings and things, and you just got to focus on the studies. Ihr müsst euch hier auf die Dinge konzentrieren, auf die Studien, während ich noch einige andere Dinge habe, die ich hier zu tun habe. So I want us to keep on remembering these things, meditating upon them as we go through this week, so we don't forget them. Ich möchte, dass wir darüber nachdenken, uns das immer wieder in Erinnerung rufen, damit wir sie nicht vergessen, während wir hier zusammen sind. These words, these phrases, Also diese Wörter are like crutches, sind wie unsere Krücken. helpers Sie sind unsere Helfer, to transition between the verses. um von einem Vers zu dem anderen Vers überzugehen. And the reason why I'm saying that is because we don't really need them. Der Grund, warum ich das sage, ist, weil wir eigentlich nicht wirklich auf sie angewiesen sind. But most of us don't have enough experience or enough faith Aber die meisten von uns haben entweder nicht genug Glauben oder nicht genug Erfahrung in den Dingen, to completely trust in this methodology. um sein ganzes Vertrauen auf diese Methode zu setzen. So this is like an easy introduction Also fungiert das als eine einfache Einführung, so that you can see damit wir erkennen können, that the verses are linked together dass die Verse eben miteinander verbunden sind through these words, durch diese which Bindewörter. is a methodology that you're probably familiar with, Und das ist vielleicht diese Methode, mit der ihr eventuell vertraut seid, so that you can have confidence damit du Vertrauen haben kannst, that when we make the link using compare and contrast, that it is actually valid and true. damit, wenn wir dann diese Vergleich und die Gegenüberstellung machen, dass wir dann erkennen, dass es in Wirklichkeit wahr ist. It's not a coincidence you get to the same answer. Das ist hier kein Zufall, dass wir zur gleichen Antwort kommen. Then, I'm Dann? saying we can connect 40 and 42 together. Dann können wir Verse 40 und 42 in Beziehung zueinander bringen. Compare and contrast. Durch den Vergleich und das Gegenüberstellen. And then we had another helper or another crutch. Wir haben aber noch einen anderen Helfer oder eine andere Krücke. And that was this chiastic structure. Und das war eben dieser Chiasmus, diese gespiegelte Struktur. So how did we develop the chiasm? Wie haben wir nochmal diesen Chiasmus oder diese Spiegelung strukturiert oder hergestellt? Wie kommen wir auf die? We looked at the words Wir haben uns die Wörter, and we saw the sequencing of those words. wir haben uns die Wörter angeschaut und uns ihre Reihenfolge angeschaut. In 40 part B, In 40 Teil B it says what? wird uns was gesagt? South, Süden countries. und Länder. Then in 42 it says what? Was sagt es uns in Vers 42? Countries, Länder Egypt. und Ägypten. So you see this mirroring, Hier können wir diese Spiegelung erkennen. and that's not coincidental. Und das ist nicht zufällig. It's there deliberately Das ist aus ganz bestimmten Grund da. to show us a pattern Um uns eine Struktur zu zeigen, that acts as a crutch or a helper welche uns als Krücke oder Helfer dient, so that we would know damit wir wissen können, that we now have a structure dass uns eine gewisse Struktur hier vorliegt, that links verse 40 with verse 42. welche Vers 40 und Vers 42 miteinander verbindet. All of that could have been done just with compare and contrast. Aber all das hätten wir auch allein durch den Vergleich und den Gegensatz tun können. When you do that, Indem wir das tun, then it becomes interesting oder wenn wir das tun, dann wird eine Sache sehr interessant. because what that teaches you is that
events before the Sunday law will parallel the events after the Sunday law. Denn die Ereignisse, die vor dem Sonntagsgesetz stattfinden, stehen den Ereignissen, die nach dem Sonntagsgesetz stattfinden werden, gleich. So what we're doing now is we're creating information Wir haben jetzt hier also eine gewisse Information geschaffen basically from nothing. und die haben wir eigentlich aus dem Nichts bekommen. But we're doing it based upon some rules. Aber wir tun das auf Grundlage von gewissen Regeln. Because you can't create information from nothing. Denn natürlich kann man nicht eine gewisse Information aus dem Nichts erschaffen. Then we started looking at verse 41. Dann haben wir begonnen, uns Vers 41 anzusehen. And when we looked at verse 41, Und als wir Vers 41 uns angeschaut haben, we saw that there were two groups. da haben wir festgestellt, dass es da zwei Gruppen gab. One group are overthrown and one group escape. Eine Gruppe entflieht, die andere wird gefangen genommen. So we want to see what information we can glean from just this short phrase. Wir möchten nun nochmal schauen, welche Informationen wir von dieser kurzen Redewendung entziehen können. And we began to extract a lot of information. Und wir haben damit schon angefangen, sehr viel Information da herauszuziehen. So we looked at the word escape. Also, wir haben uns das Wort entfliehen angeschaut. You go into the Hebrew Wir haben uns das Hebräische dazu and you angesehen. see what that word means. Und dann haben wir erkannt, was dieses Wort bedeutet. And we noticed Und wir haben festgestellt, that this is like a bar of soap that is slippery. dass dieses Wort wie ein Stück Seife ist, die sehr glitschig ist. It's in your hand, Sie liegt in deiner Hand, but as you try to grip it tighter, it slips out. aber während du versuchst, sie fester und fester wenn du versuchst zuzupacken, dann entglitscht sie dir irgendwann oder entgleitet dir. There are other kinds of escape. Es gibt natürlich noch andere Formen des Entrinnens, For example, zum Beispiel, this person is walking down the street also diese Person hier läuft auf der Straße and he gets pursued by someone. und sie wird von jemandem verfolgt. Someone is after him, Ja, jemand läuft ihm hinterher. and this person is free, Diese Person ist in der Freiheit, but he runs faster than his assailant. aber sie läuft schneller als ihr Verfolger. So he stayed free, so he was free and he remained free. Also er ist im freien Zustand und er bleibt auch in Freiheit. He escaped, Er ist sozusagen entflohen, but he was never captive. aber er war aber nie ein Gefangener. This word escape is different. Dieses Wort entfliehen ist jetzt aber, hat einen anderen Hintergrund. It's not this kind of a model Es bezieht sich hier nicht auf diese Bedeutung. of someone who's already free and remains free. Es bezieht sich nicht darauf, dass jemand schon in Freiheit ist und auch in Freiheit bleibt. So this kind of escape Also diese andere Art von Entfliehen is someone who's in prison and then he's let free. bedeutet, dass jemand gefangen ist, also im Gefängnis ist und entlassen oder in Freiheit gelangt. Therefore, Und deshalb the word overthrow, bedeutet das Wort unterwerfen, which just means slip, das Slip. or when you slip over something, Dieses Wort unterwerfen, was eigentlich stolpern bedeutet, dass du über etwas stolperst. it could mean stagger, like if someone was drunk or they're going to trip over. Ja, also zum Beispiel auch wenn du betrunken bist und dann eben über etwas stolperst. All of that is correct All das ist korrekt, because that's the definition of the word. denn das ist die Definition des Wortes. But we want to see the depth of what is being shown here. Aber wir möchten die Tiefe erkennen, was uns hier eigentlich vermittelt werden soll. And that can be obtained by comparing and contrasting these experiences. Und das wird dadurch erlangt, dass wir die beiden Dinge miteinander vergleichen. That they're opposite experiences. Dass es sich hier eben um Gegensätze, gegensätzliche Erfahrungen handelt. So we show the opposite, the person is free and then they're going to go into prison. Und dann habe ich euch das Gegenteil gezeigt, die Person ist in Freiheit und wird gefangen genommen.
Then we looked at this group who escape, Dann haben wir uns die Gruppe näher betrachtet, die entflieht. and we began to proof text that idea. Und wir haben angefangen, dieser Idee durch Belegtexten zu belegen. And this is another important observation to see. Und das ist ein anderes wichtiges Entdeckung. When you proof text, Wenn du Belegtexten tust, you don't necessarily have to look for the exact word. dann muss man nicht notwendigerweise nach dem exakt gleichen Wort schauen. And most of us are familiar that that's the only way that it would work. Und viele von uns glauben vielleicht, dass nur das die einzige Art und Weise ist, wie Belegtexten funktioniert. Because you can proof text a concept. Denn man kann auch ein Prinzip oder ein Zusammenhang, genau, danke, ein Zusammenhang Belegtexten. And you can also proof text associated words. Und man kann auch ein Wort, das mit einem anderen Wort in Beziehung steht, Belegtexten. I have a sentence, Hier haben wir einen Satz and I want to know what this word means, und ich möchte nun wissen, was dieses eine Wort bedeutet. so I can proof text the word. Also kann ich nach anderen Bibelstellen von diesem einen Wort suchen. I go to another Bible verse and I get the exact same word. Ich gehe also zu einem anderen Bibelvers und sehe dort exakt das gleiche Wort. You can do that and it's simple, Das kann man tun, das ist sehr einfach. but you can also proof text the associated word. Wir können aber auch die Wörter, die mit dem eigentlichen Wort in Verbindung stehen, Belegtexten, also nach anderen Texten suchen. We're trying to understand what this means, Also wir möchten eigentlich verstehen, was diese Box but we darstellt, can proof text the associated words. aber wir machen das, indem wir die Wörter, die mit dem Wort in Verbindung stehen, suchen. And then we can do something even more different. Dann können wir noch etwas weiteres tun. This concept that this person is thinking about here, Also diese Person denkt über diese Box nach. we can proof text the concept, not even the word. Also wir könnten jetzt über das, was sie nachsinnt, Belegtexten und das eigentliche Wort außer Acht lassen. Our understandings are so basic and simplistic Unser Verständnis ist so einfach gestrickt oder so grundlegend, when we try to use these other ideas, people think that this is wrong or erroneous. dass wenn wir diese anderen beiden Möglichkeiten anwenden möchten, man glaubt, dass das falsch ist. So when we did the proof texting of these shall escape out of his hand, even Edom, Moab, the chief of the children of Ammon, Als wir das überprüft haben oder belegt haben, dass Edom, Moab und Ammon entfliehen sollen, we didn't look for the word escape to try and find it. da haben wir nicht nach dem Wort entfliehen gesucht, um es irgendwie zu finden. Und ja. Which one did we use? Welches Wort haben wir benutzt? A, B, or C? Welche Regel haben wir benutzt? A, B oder C? So my sister says C. Also hier wurde C als Vorschlag gegeben. Don't know if anybody disagrees with that. Ist jemand anderer Meinung? So what we did, Aber was wir getan haben, we said, what does C mean? was bedeutet denn C, When you escape, wenn du eben entfliehst? it means you move from one location to another. Es bedeutet, dass du von einem Ort an den anderen gebracht wirst oder dich bewegst. Then we went to Revelation 18, verse 4, Dann sind wir zur Offenbarung 18, Vers 4, haben wir aufgelesen. and we saw that the verse says, come out of her, my people. Und dann haben wir festgestellt, dass es dort heißt, kommt aus ihr heraus, mein Volk. So we're proof texting escape with come out. Also haben wir entfliehen mit herauskommen miteinander in Verbindung gebracht. This is a contextual or conceptual association.
Hier wird die gleiche Idee vermittelt und die haben wir miteinander verglichen. You're not proof texting the word. Wir haben das eigentliche Wort gar nicht betrachtet. Conceptually, escape is come out. Denn also von der Bedeutung her ist entfliehen das gleiche wie herauskommen. When you do these kind of conceptual proof texts, you have to make sure that you're doing it correctly. Und wenn wir diese Art, dass wir eben die Bedeutung sozusagen vergleichen, dann müssen wir da sicher gehen, dass wir es auch korrekt tun. You need to make sure that the context is the same. Da müssen wir sicher gehen, dass der Kontext derselbe ist. And I'm pretty certain that it is in this situation. Und in unserem Fall hier bin ich mir ziemlich sicher, dass es sich um den gleichen Kontext handelt. We could prove that it was. We didn't do that. Wir könnten das belegen, aber wir haben das jetzt hier nicht getan. So, escape means to come out. Entfliehen bedeutet herauszukommen. Now we're into compare and contrast. Nun sind wir bei dem Punkt, dass wir vergleichen und gegenüberstellen. Therefore, it's obvious that Edom, Moab, and Ammon are my people. Deswegen ist die logische Schlussfolgerung, dass Edom, Moab und Ammon mein Volk bedeutet. Of course, it's no coincidence Und das ist natürlich kein Zufall, that these three groups are actually relatives of Israel, of God's people. es ist kein Zufall, dass diese drei Länder eigentlich Verwandte von Israel sind. So, we've got escape, come out. Edom, Moab, and Ammon, my people. Also wir haben hier entfliehen und herauskommen und Edom, Moab, Ammon ist mein Volk. What we didn't look at was What? the prison house. Was wir uns noch nicht angeschaut haben, war das Gefängnis selbst. The prison house, and remember, the prison house isn't even in the verse. Denkt daran, dass das Gefängnis eigentlich gar nicht im Vers vorkommt. What's the prison house? Für was steht nun das Gefängnis? We jumped one step too far when we said doctrine. Wir überspringen jetzt einen Schritt, wenn wir gleich die Lehre sagen. We often have the habit of jumping ahead and missing steps. Häufig überspringen wir gewisse Schritte. We're comparing two verses, Wir verbinden hier zwei Verse miteinander. and in Revelation 18, verse 4, it says nothing about doctrines. Und in Offenbarung 18, Vers 4 wird uns nichts von Lehre genannt. What are you coming out of? Aus was kommst du denn heraus? Her. Du kommst aus ihr heraus. And then we can show that her would be Babylon contextually. Und dann könnten wir aus dem Kontext heraus aufzeigen, dass sie oder ihr ist Babylon ist. That's what we have on the board here. Das haben wir hier auf der Tafel. So I'm saying the prison house is Babylon. Ich sage also, dass das Gefängnis Babylon darstellt. What I want us to see Was ich möchte, dass wir erkennen, is how relatively straightforward and simple this is. was ich möchte, dass wir erkennen, dass diese Art und Weise relativ einfach und deutlich ist. What I'm not trying to pretend is that it's obvious that we could have all just done that ourselves. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass jeder von uns sofort alles hätte selber tun können. I understand that. Ich verstehe das. But what I am saying is when you see that it is straightforward. Aber was ich möchte, ist, dass, wenn du es einmal gesehen hast, es eigentlich recht deutlich ist. It's nothing particularly complicated. Das ist nichts, was sehr kompliziert ist. And what I want to offer all of us is hope Was ich jedem von uns geben möchte, ist eigentlich die Hoffnung, that we can do these kind of things for ourselves. dass wir genau das eben für uns selber tun können. That you should be inspired to say, let me try. Dass du dir selber sagst, hey, ich versuch's einfach mal. So we looked at escape. We saw that the prison is Babylon. Also wir haben uns Entfliehen angeschaut und festgestellt, dass das Gefängnis Babylon darstellt. And then we started thinking about what Babylon is. Und dann haben wir begonnen, uns zu überlegen, was Babylon denn darstellt. It's not a country.
Babylon ist kein Land, It's not a city in Iraq. es ist keine Stadt im heutigen Irak. So that's what the boardwork over here is showing. Und das zeigt uns jetzt die Arbeit an der Tafel hier drüben. We know we're in the Sunday law history. Wir wissen, dass wir uns in der Geschichte des Sonntagsgesetzes befinden. We're in this history here. Wir wissen uns, dass wir auf der rechten Seite in unserem Fall befinden. And we suggested that the prison house was the doctrine of the king of the north. Und dann haben wir den Vorschlag gemacht, dass das Gefängnis die Lehren des Nordkönigs darstellen. And therefore, freedom was also the doctrine of the king of the north. Und das Gegenüber war, dass die Freiheit ebenso die Lehren des Königs des Nordens darstellen. Because this is compare and contrast. Denn hier handelt es sich um den Vergleich und den Gegensatz. The subtle difference Der kleine, aber feine Unterschied, is that this is the true king of the north and this is the false king of the north. dass der eine der wahre Nordkönig ist und der andere der falsche. Jesus and the papacy. Jesus und das Papsttum. The Christ and the Antichrist. Der Christus und der Antichristus. Then we saw, what are these doctrines? Dann haben wir uns Gedanken gemacht, was denn die Lehren sind. What doctrine is this group of people going to be freed from? Von welcher Lehre wird denn diese Gruppe von Menschen befreit? And this group of people are going to fall into. Und die andere Gruppe wird dadurch durch diese Lehren gefangen genommen. The two obvious ones are Sunday and the state of the dead, or spiritualism. Die beiden Punkte, die sehr offensichtlich waren, ist der Sonntag und der Zustand der Toten, also Spiritismus. But the third, Das dritte aber, which is equally, if not more important, is the issue of time. das dritte aber, welches mindestens den gleichen Stellenwert hat, nicht sogar noch wichtiger ist, ist die Angelegenheit der Zeit. So there's this fourth doctrine, which is Sunday sacredness. You don't sleep when you die, and there's a lack of understanding of the times in which we live. Es ist die Sonntagsheiligung, es ist das falsche Verständnis über den Zustand der Toten, dass du nach dem Tod lebst, und sagen wir mal, dass du nicht das Verständnis darüber hast, in welcher Zeit wir leben. And obviously the true doctrine is Sabbath, you sleep when you die, and that you know the time. Die wahre Lehre ist natürlich der Sabbat, du schläfst, wenn du tot bist, und du erkennst deine Zeit. The first two are probably obvious to us. Mit den ersten zwei, die sind wahrscheinlich sehr offensichtlich für uns. The last one maybe not so obvious. Das letzte mag uns vielleicht noch nicht so bekannt sein. So this group, Edom, Moab and Ammon, Also diese Gruppe hier, Edom, Moab und Ammon, switch from Sunday worship to Sabbath worship. sie Change. ja, sie gehen von der Sonntagsheiligung zur Sabbatheiligung über. And these people would change from what? From Sabbath keeping to Sunday keeping. Und diese Gruppe von Leuten macht genau das Umgekehrte. Sie gehen von Sabbatheiligung zur Sonntagsheiligung über. These people here Diese Leute are people who are part of Babylon. sind Teil von Babylon. They're God's people, Sie sind Gottes Volk and they're going to come out. und sie werden entfliehen. So who are these people that are overthrown? Wer sind also die Leute, die unterjocht werden? We've suggested that they're Seventh-day Adventists. Und hier wurde der Vorschlag gemacht, dass sie 7-Tags-Adventisten sind. So that's about as far as we got yesterday. So weit ungefähr sind wir gestern gelangt. But we started to develop this concept a little bit further. Aber wir sind noch ein bisschen weiter gegangen. Before we do that, Bevor wir aber da jetzt anschließen, I just want to go over this here. möchte ich das nochmal betrachten, How you go about proof texting. wie Belegtexten funktioniert. So we'll go to an historical example of this. Wir wollen uns eine historische Begebenheit anschauen, Which is William Miller. welche von William Miller handelt. And William Miller's doing a study William Miller studiert
on what the daily is. Er studiert die Thematik des Täglichen. He goes to the book of Daniel, he's studying that, and he reads the word daily. Er studiert das Buch Daniel und kommt dort über das Wort des täglich hervor. He doesn't know what it Darüber. means, so he's going to proof text it. Er hat keine Ahnung, was dieses Wort bedeutet, also fängt er an, es nachzuschlagen sozusagen. And as soon as he begins to proof text, he So- reaches a roadblock, he has a problem. Und sobald er anfängt, dieses Wort quasi nachzuschlagen, kommt er oder hat er ein Problem. Now, this word daily Denn dieses Wort täglich comes from a Hebrew word which is tamid. bezieht sich auf ein hebräisches Wort, welches Tamid heißt. And this Hebrew word Und dieses hebräische Wort is found 104 times in the scriptures. befindet sich 104 Mal in der Bibel. So if this is the scriptures, the Old Testament, Also wenn das jetzt hier die Schrift darstellt, genauer gesagt das Alte 'cause Testament, it's a Hebrew word, denn es ist ja ein hebräisches Wort, it's 104 times. dann finden wir es darin 104 Mal. But in the book of Daniel, Im Buch Daniel aber this word is 5 times. finden wir das Wort 5 Mal. So it's 99 times in the other books. Also 99 Mal ist es in den anderen Büchern, In the 38 books, it happens 99 times. also in 38 Büchern ist es 99 Mal. So there would be a number here and a number here. Also eine gewisse Anzahl vor Daniel und eine andere gewisse Anzahl nach dem Buch Daniel. So when he starts looking at this word, Als er also anfing, sich dieses Wort genauer zu untersuchen, he starts investigating it, fing er an, dieses Wort zu untersuchen. and he records that he can't find this word anywhere. Und er stellt fest oder er schreibt auch nieder, dass er dieses Wort nirgends finden kann, As he's studying the book of Daniel. während er sich eben dieses Buch Daniel vornimmt. And of course, that is incorrect, isn't it? Das ist doch falsch, oder? Because the word is found 99 times in the Old Testament, outside of that book. Denn das Wort selbst findest du 99 Mal außerhalb des Buch Daniels im Alten Testament. So when he can't find the word anywhere, Als er das Wort nirgends finden konnte, he's going to go to option B, da geht er dann zu Plan B. and he's going to take these words, this phrase, Und dann nimmt er diese Redewendungen and he's going to proof text them und sucht oder macht sich auf der Suche nach diesen Redewendungen. And the phrase that he's going to look at is take away. Und diese Redewendung, die er sich nun anschaut, ist eben dieses Hinwegnehmen. So he'll take the phrase take away, Also nimmt er diese Redewendung hinwegnehmen find it elsewhere in the scriptures, und versucht sie nun irgendwo anders in der Schrift zu finden. so he's going to find take away, Also er sucht und findet hinwegnehmen. once he's connected these two together, Und als er diese beiden miteinander in Verbindung brachte, then he finds out who the person is, dann hat er festgestellt, was eigentlich sein Ursprung, was sein Ursprungswort ist. then he goes back and he says, now I know what the daily Und dann is. sagt er, jetzt weiß ich, was mein eigentliches Wort ist. So do we see the methodology that he's using? Könnt ihr erkennen, welche Methodik er nutzt? This was option B. Das hier war Plan B. You can't find the word, so you go to the associated words. Wenn du das Wort selber nicht findest, dann gehst du an die nächstgelegenen Wörter, die mit dem eigentlichen Wort in Verbindung stehen. You find that word in another verse, Du findest dann dieses Wort in einem anderen Vers, then you saw that something was going to be taken away. dann hast du festgestellt, dass irgendetwas hinweggenommen wurde. And what was taken away? Und was wurde denn weggenommen?
pagan Rome. Was weggenommen wurde, war das heidnische Rom. So he went back and said that the daily was therefore pagan Rome or paganism. Und dann ging er zu seinem Ursprung zurück und sagte, somit ist das tägliche das heidnische Rom oder das Heidentum. And that is really clever. Und das ist sehr intelligent. Much more clever than you might think. Das ist viel intelligenter, wie du vielleicht dir vorstellen magst. It's easy to go back into that history and explain it. Es ist nun einfach, zu dieser Geschichte zurückzugehen und das dann so festzustellen. It's a little more complicated than I've just explained. Es ist ein bisschen komplizierter, wie ich es jetzt hier gerade erklärt habe, Because of the following reason. denn aus folgenden Gründen. What about those other 99 times? Was machen wir denn mit diesen anderen 99 Malen? Why could he not proof text them here? Warum hätte er sie denn nicht damit belegt texten können? Why could he not go to the book of Daniel and say the word daily, let me find it in one of these verses? Warum konnte er nicht erst zu den Wörtern im Buch Daniel gehen und dann zu all den anderen Wörtern? Because the verse that he chose Denn den Vers, den er wählte, doesn't have the word daily in it. beinhaltet überhaupt nicht das Wort täglich. The reason is Der Grund, he's going to borrow from option C as well. dass er sogar von Plan C Gebrauch macht. So he does B and C together seamlessly. Also er macht Plan B und Plan C zur gleichen Zeit. Because what he realizes is Denn was er feststellt, that this daily dass dieses tägliche is different to these dailies. anders ist zu all den anderen täglichen. Even though the word is the same, it's exactly the same word. Obwohl es exakt das gleiche Wort ist. Now, when you explain it, it's all logical and straightforward. Also wenn man das jetzt hier so erklärt, mag das vielleicht alles logisch und deutlich sein. If I were doing it, Wenn ich es tun würde, I would have no idea what to do. dann hätte ich keine Ahnung, was ich eigentlich tun müsste. He works it out. Aber er hat es herausgearbeitet. Today, Heute I can explain what he did. kann ich erklären, was er getan hat. Doesn't mean I had the ability to do what he did. Das bedeutet aber nicht, dass ich die Fähigkeit besitze, das zu tun, was er tat. So I mention that Also, das habe ich nun erwähnt. because you can explain exactly what I did here, Denn ihr könnt ja auch genau erklären, was ich hier getan habe. but you might say, I could never have done that. Aber du magst nun sagen, na, das hätte ich aber nie tun können. So I could never have done this, what Miller did, So sage ich hätte nie tun können, was Miller tat. but I can explain it. Aber ich kann es erklären. So he can't look at this daily and compare it to these dailies. Also er kann sich dieses tägliche nicht anschauen und mit den anderen täglichen erklären. He has to go somewhere else, Er muss irgendwo anders hingehen. which is an important point Und das ist ein wichtiger Punkt, because when you proof text, denn wenn man Beleg textet, you have to be careful. dann musst du sorgsam sein. Test question. Eine Testfrage. Did we already see that? Haben wir das bereits gesehen? Yes. Ja. Who can remember? Wer kann sich daran erinnern? Where did we see it? Wo haben wir es gesehen? That we can proof text in the wrong way. Dass wir in einer falschen Art und Weise Beleg getextet haben. The word countries. Es bezieht sich auf das Wort Länder. All these three verses are full of countries. Alle diese drei Verse, dort gibt es überall das Wort Länder. So the temptation Also ist diese Versuchung, is to say many dann zu sagen, dass es hier viele countries. Länder gibt. That's what the temptation is, to proof text that way. Diese Versuchung besteht nun, dass wir auf diese Art und Weise Beleg texten. And you get the wrong answer. Und dann bekommst du die falsche Antwort. It's not my intention to discourage us, Es ist hier nicht meine Absicht, dass ich euch entmutigen möchte. but don't be persuaded by these arguments that this is all simple and easy. It's not. Sorry? Don't be persuaded, Persuaded is... convinced, Okay. deceived.
Also oder seid jetzt nicht davon getäuscht, dass das hier alles so einfach ist. This is not that straightforward. You can get tripped up very easily. Denn du kannst sehr einfach hier vom Weg abkommen. So, this is the story of Miller. Das hier war die Erfahrung Millers. If I remember, we're going to come back to this because I'm going to give you a bit more information, which is nice. Ich hoffe, dass ich mich daran erinnere, denn da gibt es noch einen Punkt, der sehr interessant ist. We had three options. Proof text the word, Also wir haben drei Möglichkeiten, ein Wort zu belegen, proof text the associated words, ein begleitendes Wort sozusagen zu Belegtexten or proof text the concept. oder eine ganze Idee, eine ganze Bedeutung sozusagen zu Belegtexten. He's going to proof text the associated word. Er belegtextet nun die Wörter, die in Bezug zu dem eigentlichen Wort He stehen. can't proof text the word itself Er kann das Wort selbst nämlich nicht woanders finden, because it's not found anywhere else, weil es nirgendwo so dasteht, even though it's found 99 times elsewhere in the Bible. obwohl es noch 99 Mal in anderen Büchern der Bibel gefunden werden kann. And we'll explain that if we have an opportunity to. Wenn mir noch die Möglichkeit gestattet ist, werde ich das erklären. So, many are going to be overthrown. Edom, Moab, and Ammon shall escape. Viele werden unterliegen und Edom, Moab und Ammon werden entfliehen. We know that these are God's people. Wir wissen, dass diese hier Gottes Volk sind. So we've got God's people, and therefore this must also be God's people. Also wir haben hier unten Gottes Volk, also müssen wir hier oben auch Gottes Volk haben. We know they're God's people because they're free, Wir wissen, dass sie Gottes Volk sind, denn sie sind ja in Freiheit. but they're going to go into prison. Sie sind in Freiheit und werden gefangen genommen. So we know that this association is correct. Und somit wissen wir, dass dieser Bezug korrekt ist oder diese Annahme. So someone said, Sister Elisa said, that this was the Seventh-day Adventist Church, SDAs. Es wurde mitgeteilt, dass es sich bei dieser Gruppe um Siebenten-Tags-Adventisten handelt. And that's what we've taught in this movement for a long time. Und das haben wir in dieser Bewegung schon seit langem, sagen wir das. If you didn't have the book Time of the End magazine, hopefully you picked it up yesterday and read it. Ich hoffe, ihr habt gestern, sofern ihr nicht schon eine Zeitschrift Zeit des Endes mal habt, gestern noch gelesen. And I mean that seriously. Und das meine ich ernst. These things have eternal consequences if we get them wrong. Denn diese Dinge haben ewige Konsequenzen Konsequenzen, wenn wir diese jetzt falsch verstehen. So at a simple level, this is Adventism. Auf einer einfachen Ebene geht es hier um Adventisten. But the more you look at these structures and see the details, the more you realize that answer is not that straightforward. Aber je genauer du dich mit diesen Konzepten, mit diesen Strukturen beschäftigst, stellst du fest, dass diese Antwort nicht so deutlich ist. If you remember Erinnert euch daran, from this model here, dass wir uns dieses Modell angeschaut haben, first the church, then the world. nämlich erst die Gemeinde, dann die Welt. This is the church. Hier haben wir die Gemeinde. We rubbed it out here, but this was the world. Wir haben es ausgewischt, aber drunter stand, erinnert euch, die Welt. So we have many, Wir haben also viele, Edom, Moab, and Ammon. Edom, Moab und Ammon. This is the church Das ist die Gemeinde hier. and the world, Und die Welt, like this. genauso wie hier. The 2300-day prophecy, Die 2300 Jahre. first the church, then the world. Er handelt erst von der Gemeinde, dann von der Welt. Then hopefully you'll remember, we looked at this boardwork, it's erased now yesterday evening. Ich hoffe, dass ihr euch an diese Zeichnungen erinnert, die hier gestern Abend drauf And standen. what did we put on that board? Und was haben wir da drauf gemalt? Daniel chapter 2. Dort haben wir Daniel Kapitel 2 drauf gemalt. And why did we look at Daniel chapter 2? Und warum haben wir uns Daniel Kapitel 2 angeschaut?
Because what I wanted us to see Denn was ich wollte, dass wir erkennen, when we see the statue, wenn wir uns nämlich die Statue anschauen, that it's being compared and contrasted to what? dass diese Statue nämlich verglichen und gegenübergestellt wird mit etwas. Was war das? Not to a stone, Nicht mit einem Stein, to a mountain. sondern mit einem Berg. And sometimes we read the verses, we study the chapter, but we miss the obvious. Manchmal lesen wir das Kapitel, aber wir verpassen eigentlich das, was uns ins Auge springt. This is another important point that I want us to see. Das ist noch ein anderer wichtiger Punkt. It's very easy to look at the detail Es ist sehr einfach, sich in Details zu verrennen. whilst forgetting to step back and look at the overall picture. Aber manchmal muss man einfach einen Schritt zurückgehen und sich das große Ganze nochmal anschauen. And we're required to do both. Und von uns wird verlangt, dass wir beides tun. And we're not very good at multitasking. Und uns ist so dieses Multitasking nicht so geläufig. To look at the detail and look at the overview and interchange Sowohl quickly. sowohl das Detail als auch das große Ganze zu betrachten und zwischen diesen beiden hin und her zu springen. We know out of this mountain Wir wissen, dass aus diesem Berg comes a stone. ein Stein herauskommt. It says it's cut out of this mountain. Uns wird berichtet, dass er aus diesem Berg herausgeschnitten wird. And I said, Ich sagte, if these two are equal, dass wenn das hier eine Gleichung darstellt, they're both kingdoms, dann sind sie beide Königreiche, then these two must be equal. dann müssen auch diese beiden gleich stehen. The problem is, Das Problem ist aber, there's missing information in the verses. dass es hier gewisse Informationen fehlen, die nicht vorhanden sind. What is here? Was müsste ich da hinmalen? We have to go to the verses and try to find out and then filling missing information. Wir müssten jetzt zu den Versen hingehen und diese fehlende Information dort eintragen. So there are two clues, Es gibt also zwei Hinweise, at least two, there's more, also mindestens zwei, es gibt sogar mehr, to help us to fill in this missing word. die uns helfen, diese fehlende Zeichnung dort einzufügen. Let's go to Daniel 2. Schlagen wir Daniel 2 auf. What I would recommend that you would do, Was ich euch empfehle zu tun, particularly when you get to a study of Daniel 2 and Daniel 7 speziell wenn ihr Daniel 2 und Daniel 7 euch vornehmt and Daniel 8, und auch noch Daniel 8, is that if you were to take the time ist, dass wenn ihr euch die Zeit dafür nehmt and perhaps on a piece of paper or on a computer, und entweder auf einem Blatt Papier oder auch am PC reformat those chapters strukturiert mal diese Kapitel neu and put them into columns. und baut sie in Tabellen um. On the left side, Auf der linken Seite, you do the vision, da macht ihr die Vision hin and on the right side, und auf der rechten Seite, you do the interpretation. da kommt die Auslegung hin. So you'd have verses here Also haben wir Verse in der linken Spalte and verses here. und auch Verse in der rechten Spalte. And if you do that, Und wenn man das tut, it becomes a useful reference tool. dann wird das ein sehr gutes Werkzeug, auf das ihr euch zurückbeziehen könnt. And things that may not seem clear become much more obvious when you tabulate these chapters. Und Dinge, die vielleicht am Anfang nicht so deutlich waren, werden auf einmal ersichtlich, wenn man sowas in einer Tabelle anlegt. Because what you'll see Denn was man erkennt, is that the verses don't just run sequentially. ist, dass diese Verse nicht einfach nur eine gewisse Reihenfolge haben. You'll notice things like when people are speaking,
Man wird erkennen, dass wenn gewisse Leute reden and people are listening, und Leute dann zuhören, it's a very useful exercise. I'm sure all of us would be blessed by doing that. dann denke ich, ist das eine sehr gute Übung. But I didn't get that quite. It's a really useful exercise to do that. Also, You'll be benefited by it. also das wäre eine gute Übung, die euch sicherlich zum Segen gereicht. Sorry, we can't read the small things you have written down. These just say the verse numbers. Also Doesn't das say anything. hier einfach nur beispielhaft Verse reingeschrieben. So, give you an example. Also, ich möchte ein Beispiel geben. You go to verse 32. Wenn ihr zu Vers 37 geht, you want me to read that? Verse 32. This image's head was of gold. Also Vers 32, dort lesen wir, dass das Haupt aus Gold ist. So we'd put 32 here. Also würden wir hier Vers 32 reinschreiben I'm going to call it part A. und ich nenne das jetzt Teil A. And then we'd want to know what the equivalent of that was. Dann müssten wir herausfinden jetzt, was denn das Äquivalent dazu wäre. And we'd go to verse 38. Und dann gehen wir zu Vers 38. Thou art that head of gold. Dort heißt es, du aber, o Herr, König, bist der Kopf. So we've lined up verse 32 with verse 38. Also haben wir Vers 32 mit Vers 38 in Verbindung gebracht. And you can do that through the whole chapter. Das auf die gleiche Art und Weise könnt ihr durch das ganze Kapitel machen. I would recommend that you do that with chapter 2, 7, and 8. Ich empfehle euch, dass ihr das mit Kapitel 2, 7 und 8 macht. They're the easiest chapters that you can do that with because they all have detailed explanations. Das sind die einfachsten Kapitel, weil alle eine relativ genaue Auslegung haben. Some of the other chapters don't have an explanation of what those things mean. Denn in den anderen Kapiteln mag diese Auslegung fehlen. A nice one that you could do Was auch recht schön ist, would be Matthew chapter 13, verses 24 to 30. wäre Matthäus Kapitel 30, Matthew 13, 24 to 30. Verse 24 bis 30. That's the parable of the wheat and tares. Das ist das Gleichnis vom Weizen und Unkraut. So once you lay out 24 to 30, Wenn ihr euch in eure Tabelle 24 bis 30 eingetragen habt, then you could look at the interpretation of those verses. dann könnt ihr euch die Auslegung dieser Verse anschauen. And if you were to do that, Und wenn du das tust, you'd go to verses 37 to 42. dann müsst ihr Verse 37 bis 42 euch anschauen. I'll just put 36 to 42. Also ich schreibe jetzt hier 36 bis 42 hin. So this was Matthew 13, Also der untere Teil hier stellt Matthäus 13 dar and that was Daniel 2. und der obere Teil Daniel 2. It'd be a good idea if you took the time to lay out chapters in this way in your personal notes. Also für euer eigenes Studium ist es sehr hilfreich, wenn ihr so zum Beispiel herangeht. Because when you do that, Denn wenn du das tust, you'll notice some interesting things. wirst du einige interessante Details feststellen. If you went to Matthew 13 and you looked at this parable, Wenn du zu Matthäus 13 gehst und dir dieses Gleichnis anschaust, it talks about a man sowing seed in his field. We all know the parable. wir kennen alle das Gleichnis, es geht um einen Mann, der sein Feld bestellt. If you went through all these verses, Wenn du durch all die Verse durchgegangen bist and if you were to look who the most important characters or elements of that parable was, und wenn du danach schaust, was eigentlich die Hauptfigur oder die wichtigsten Eigenschaften von von diesem Gleichnis ist, the one that's mentioned the most, das, was am häufigsten erwähnt wird, you would see it's the servants. dann werdet ihr feststellen, dass es die Knechte sind. That's the star of the parable. Also das ist hier quasi, ja, das ist die Hauptfigur. Now you would think Jetzt magst du denken, the star of the parable, das the da. star, the most important, the famous, Jetzt magst du vielleicht sagen, diese Hauptfigur would be the one that you want to understand. ist die, die du verstehen möchtest. And you'd think God would explain who that is or what it is. du glaubst jetzt vielleicht auch, dass Gott dir das erklärt, was sie ist und was sie darstellt. It's got a man
Da ist ein Mann, it's got an enemy, der hat einen Feind. seed, field. Da haben wir den Samen, den Acker. When you go to the explanation, Und dann gehst du zu der Erklärung. it tells you what all of those things are. Es wird dir berichtet, was dieses alles darstellt. The only thing that it doesn't tell you Das Einzige aber, was es dir nicht erklärt, is who the most important symbol is, which is the servants. es wird dir nicht sagen, was die Hauptfigur darstellt, nämlich was diese Knechte sind. There's no mention of the servants in the interpretation of the vision. In der Auslegung des Gleichnisses gibt es keinen Hinweis, wer die Knechte sind. Why would that be? Aus was für einem Grund? It's not my intention to answer that, Es geht jetzt hier nicht darum, dass ich das jetzt beantworte. but the reason I mention it Der Grund, warum ich das erwähne, is because if you don't lay them out, you don't notice things like that. ist, wenn du es dir nicht beispielsweise so auflistest, dann bemerkst du diesen Zustand nicht. People ask how I study. Leute fragen, wie ich studiere. One of the things that I would counsel people to do Eines der Sachen, von denen ich Leute rate zu tun, is to structure their studies in a way that they find comfortable. ihr Studium in einer Art und Weise zu strukturieren, wie es euch eben gut tut. And I'm saying, as an example, Und als Beispiel I would suggest doing these tables habe ich euch hier eine tabellarische Form vorgestellt. because you can begin to notice things, Denn dadurch seid ihr in der Lage, Dinge zu erkennen. just like we did this here. Genauso wie hier oben. When you start laying things out, Wenn du anfängst, dir die Dinge bildlich darzustellen, you begin to notice things that you wouldn't notice if you just read. dann kommst du über Dinge oder stolperst du über Dinge, die du nicht erkennen würdest, wenn du sie einfach nur liest. So, coming back to Daniel 2, Zurück zu Daniel 2, verse 35. dort Verse 35. You want me to read that? Daniel 2, 35. Before we read, Bevor wir das lesen, what's the purpose of the reading? warum lesen wir das? To try not to find the stone. We know the stone. Also wir lesen das jetzt nicht, um den Stein zu finden. We want to find the question mark. Wir wollen hier das Fragezeichen identifizieren. And are we going to find the word in this verse? Werden wir das Wort in diesem Vers finden? No, it's not in the verse. Nein, es befindet sich nicht in dem It's Vers. not in the chapter. Es ist noch nicht mal im Kapitel. But contextually, we have to see what it would be. Aber aus dem Kontext betrachtet her werden wir erkennen, was es sein müsste. Daniel 2,35. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Now, the problem with this verse, this chapter, if you like, Also das Problem mit diesem Vers oder das ganze Kapitel, is that it has parables on multiple levels. dass wir hier Gleichnisse vorfinden auf verschiedenen Ebenen. And that makes it difficult. Das ist die Schwierigkeit dabei. Because I've asked what is the equivalent of the stone, Denn ich habe gefragt, was ist das Gegenüber von dem Stein? and if you're not careful, you can get tripped up by that. Und wenn wir hier wieder nicht sorgsam sind, dann können wir fehlgeleitet werden. Perhaps you've noticed it, perhaps you haven't. Vielleicht ist es dir aufgefallen, vielleicht auch nicht. This stone, Dieser Stein, what's its job function? für was gibt es diesen Stein? So there's a statue here, Also, wir haben auch diese Statue hier. and it's going to hit this statue in the feet and destroy it. Und dieser Stein zertrümmert die Statue an seinen Füßen. So the statue is just going to be rubble. Und dann ist diese Statue nur noch ein Haufen Schrott. So it just collapses into a pile of rubble. Also sie zerfällt und dann haben wir einen Schuttberg, But then Berg voll Schutt. Aber dann the image changes. verändert sich das Bild. Here in verse 35, Und zwar in 35. can we see the word where it says, or the phrase, became like? Können wir erkennen
dass gesagt würde, es wird so wie. Im Okay. Deutschen ist das vorhanden. In the German it Yes. exists. So when you see the word like, Wenn ihr das Wort seht wie, it means compare, dann deutet das auf einen Vergleich hin, which means parable. You're comparing two things. was uns wieder zum Gleichnis bringt. Zwei Dinge miteinander vergleichen. So when you compare those two things, Wenn wir diese zwei Dinge wieder miteinander vergleichen, it says this model dann heißt es, dass dieses Modell looks like a different model. aussieht wie ein anderes Modell. And this different model is based upon what concept or what imagery? Und dieses Modell basiert auf welcher bildlichen Darstellung? The imagery of agriculture. Es basiert auf dem Prinzip der Landwirtschaft. We can see that. Können wir das sehen? Why do I say agriculture? Warum erwähne ich Landwirtschaft? You've got the word chaff. Wir haben hier das Wort Spreu. You've got the word threshing floor. Wir haben das Wort Sommertenne. Are we okay with that? Kennen wir diese Wörter? So we've switched from stones and statue Wir sind also hier von Stein und Statue to agriculture, zur Landwirtschaft übergegangen. or what we might call demolition Oder was wir vielleicht auch, wir könnten es auch Zerstörung nennen, to agriculture. von Zerstörung zur Landwirtschaft. When we do this transition, we're going to get extra information that's not there in this story. Indem wir diesen Übergang machen, bekommen wir tiefere Informationen, die in der Geschichte nicht vorhanden ist. In this story, In der oberen the Geschichte, demolition story, in der Geschichte der Zerstörung, when this stone smashes a statue and it becomes a pile of rubble, wenn dieser Stein die Statue zerstört und sie dann letztendlich zu einem Berg voller Schutt wird, is there any good things in this rubble? beinhaltet dieser Schuttberg denn irgendetwas Gutes? No, Nein, because when you smash something, denn wenn du etwas quasi zerstörst, you destroy it. ja, dann machst du es kaputt. If there was anything of value in it, what would you have done? Wenn da irgendetwas Wertvolles drin gewesen wäre, was hättest du getan? You'd have taken it out before. Du hättest es vorher da entfernt. Now, when you come to an agricultural model, Gehen wir nun zu dem landwirtschaftlichen Modell. when you have something precious Wenn du etwas Wertvolles and something of no value, und etwas Wertloses hast, how do you separate them? wie trennst du die beiden voneinander? You get a stick Du nimmst einen Stab and you smash or hit the precious thing. oder einen Stock und du schlägst sozusagen das Wertvolle. Isn't that right? Ist das nicht korrekt? That's correct. Das ist so. Go into YouTube and have a look. Schaut euch mal in YouTube an. You're going to get some grain, You get some what? some grain. Dann du schaust dir Getreide an, You'll cut it, du schneidest es ab, du erntest es, then you'll put it on a floor, dann verteilst du es auf den Boden. and then what are you going to do to them? Und was machst du dann mit ihnen? You'll get a big stick Dann nimmst du dir einen großen Schlegel and you'll beat it. und dann haust du drauf ein. And it's the beating Und durch das drauf reinhauen or the hitting of these grains oder ja, indem du diesen Weizen dann triffst, that does what? was passiert da mit dem Weizen? Creates two groups. Da werden zwei Gruppen sozusagen gebildet. So as you hit, you create two groups. Also durch das Schlagen trennst du sie voneinander. Once you create the two groups, Und während du das tust, then you have a secondary element that will separate them. dann gibt es dieses zweite Element, was sie nämlich trennt. In the passage, it talks about a wind. Und in der Passage Daniel 2,35 ist von einem Wind die Rede. All it mentions Alles, was hier erwähnt wird, is the chaff. ist hier die Spreu. What has it not mentioned? Was wird nicht erwähnt? It's not mentioned the berries. I'm assuming that it's wheat, Also es wird hier nicht das eigentliche Getreide angenommen. Ich gehe jetzt davon aus, dass es Weizen ist. you might argue that it's barley.
Du könntest vielleicht auch meinen, dass es Dinkel ist oder Gerste. but I'd give a reason why I would say it's wheat and not barley. Aber da gibt es Gründe dafür, warum ich sage, es ist Weizen und nicht Gerste. Because which one comes first, Denn was kommt denn zuerst? the wheat or the barley? Der Weizen oder die Gerste? The barley is in the spring Die Gerste ist im Frühling and the wheat is in the summer. und der Weizen wird im Sommer geerntet. Passover Passa and Pentecost. und Pfingsten. And Pentecost Pfingsten is the midnight cry stellt den Mitternachtsruf dar or public evangelism oder öffentliche Evangelisation or the loud cry. oder den lauten Ruf. So you know Somit wisst ihr, that this stick here dass dieser Stab, dieser Schlegel, is what? was stellt er dar? It's the loud cry Es ist der laute Ruf, that separates two groups. welcher zwei Gruppen voneinander trennt. So when you take this model of demolition, Also zurück zu diesem Modell der Zerstörung. what you cannot see Was du dadurch oder darin nicht erkennen kannst, is the precious elements in here. sind die wertvollen Elemente, die sich in diesem Haufen befinden. It's only brought to view Das wird nur when you compare and contrast durch den Vergleich und das Gegenüberstellen zutage gebracht. and you start switching to a different model or a different parable. Und dadurch fängst du an, durch ein anderes, zu einem anderen Gleichnis oder zu einem anderen Modell, zu einer anderen Struktur zu hüpfen. What smashes the statue? Was zerstört denn die Statue? The stone. Der Stein, nicht wahr? What smashes the grain? Was schlägt das Getreide? The threshing instrument. Es ist dieses Dreschinstrument. Therefore, Deshalb the stone and the threshing instrument are one in the same thing. sind der Stein und das Dreschwerkzeug dasselbe. When we come to this model here, Zurück zu unserem Ursprung. what's the question mark then? Was ist dann also hier dieses Fragezeichen? Is it, we can't do midnight cry because that's jumping too many steps. Du kannst es hier nicht Mitternachtsruf sagen, weil das ist schon viel zu weit nach vorne gehüpft. So is the stone, is this the threshing instrument? Es stellt dieses Fragezeichen nun das Dreschwerkzeug dar? Because we just showed here that it is. Denn in diesem Beispiel haben wir gezeigt, das ist es. So is it the threshing instrument here? Ist es dann auch hier das Fragezeichen? In our next presentation, we'll carry on this study. In unserer nächsten Präsentation machen wir da weiter. Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father, we thank you for your watch care and your goodness. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für deine Bewahrung und für deine Güte. Help us, Lord, in the study of your word, Bitte hilf uns, o Herr, in dem Studium deines Wortes, through precept and practice. durch Vorschriften und durch Regeln und Übung, Help us to become better Bible students dass wir dadurch bessere Studenten deines Wortes werden and more faithful disciples. und treuere Jünger. In Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen.